Das neue iPhone 14 und das neue iPhone 14 Pro Max sind erschienen. Was die alles an Neuerungen besitzen, das erfährst du jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Trotz internationaler Krisen und Lieferengpässen hat Apple die neuen iPhones Pro und iPhones Pro Max vorgestellt. Die sind deutlich teurer geworden, das sage ich schon mal vorweg, aber was die unterscheidet von den Vorgängermodellen und was die für neue Features haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Vom Optischen betrachtet sehen wir auch beim iPhone 14 Pro natürlich das altbekannte iPhone-Design. Das Kameramodul ist dabei noch etwas größer und dominanter geworden wie beim Vorgänger und als neue Farbe steht nun Violett neben dem klassischen Gold, Silber und anderen Farben zur Verfügung. Dazu gibt es nun auch ein mattes Schwarz. Erst auf der Vorderseite sieht man dann das Merkmal des iPhone 14 Pro, die pillenförmige Frontkameraaussparung. Auf den ersten Blick mag sie komisch erscheinen, sie wurde jedoch als eine Art Taskleiste in iOS 16 hinzugefügt, die nun Informationsanzeigen wie etwa das erfolgreiche Verbinden von Kopfhörern ersetzt. Ansonsten verfügen wir über die klassischen Größen beim Line-Up. Das iPhone 14 Pro hat einen 6,1 Zoll Display und das iPhone 14 Pro Max den altgewohnten 6,7 Zoll Display. Gucken wir uns mal das Display an. Auch dieses Display hat beim iPhone 14 Pro einen Boost in der Helligkeit erhalten. Bei HDR-Inhalten soll es unter Sonnenlicht nun eine maximale Helligkeit von 2000 Nits haben. Das knackt natürlich den Rekord der aktuell höchsten Helligkeit in einem Smartphone. Der Rest bleibt auf guter Basis unverändert. Dazu gehören unter anderem die hohe Auflösung sowie die Bildwiederholrate von 120 Hertz. Hinzugefügt wurde lediglich das bei Android schon lange verfügbare Always-On-Display. Dieses zeigt auch im gesperrten Zustand, ähnlich wie bei der Apple Watch, ein verdunkeltes Wallpaper und die Uhrzeit als Information an. Dieses war zwar schöner umgesetzt als bei bekannten Android-Smartphones, dürfte aber den Stromverbrauch jedoch nicht signifikant steigern. Performance und Akku, da hat sich auch nicht allzu viel geändert. Die neuen iPhone-Modelle sind in etwa eine Stunde länger betriebsbereit als der Vorgänger, das iPhone Pro. Apple spricht von einer ganztägigen Akkulaufzeit, zieht jedoch keinen Vergleich zu anderen iPhones. Daher kann man sich ableiten, dass die Akkulaufzeit vermutlich etwas schlechter als beim Vorgänger, dem iPhone 13 Pro Max, sein wird. Und trotz der Tatsache, dass im Inneren des iPhone 14 Pro der neue effiziente A16 Bionic-Chip werkelt, dieser wird nun im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt und soll bei stärkerer Leistung immer noch weniger Strom verbrauchen. Ebenfalls neu ist die Display Engine, die für eine stromsparende Versorgung des Always-On-Display zuständig ist. Kommen wir zum wichtigsten, dem iPhone Pro Kamerasystem. Die Kamera ist schon seit einigen Jahren der Aspekt, den Apple am längsten auf der Keynote thematisiert. Auch beim iPhone 14 Pro Max gibt es natürlich wieder zahlreiche Neuerungen. Ähnlich wie bei den Leaks vermutet, verfügt jetzt die Hauptkamera über eine Auflösung von 48 Megapixeln und der Sensor soll dabei um 65% größer geworden sein. Auch Apple greift jedoch auf die Pixel-Binning-Technologie zurück, die jeweils immer 4 Pixel für ein besseres Lowlight-Verhalten zusammenrechnet und damit ein Bild mit 12 Megapixeln produziert. Lediglich im Pro-RAW-Modus soll der Nutzer auf die volle Auflösung zurückgreifen können. Durch die hohe Auflösung kann Apple laut offiziellen Angaben nun auch den zweifachen Zoom mit optischer Qualität besser als beim iPhone 12 Pro anbieten. Auch der Ultraweitwinkel soll einen neuen Sensor mit besserem Lowlight-Verhalten bekommen haben. Ebenso ist die neue Frontkamera, die nun einen Autofokus unterstützt und daher den Schärfenbereich verschieben kann. Der Bereich um die Videoaufnahmen wurde von Apple nur mit wenigen Sätzen thematisiert. Anders als bei den Gerüchten zufolge wird nicht die Aufnahme in 8K-Auflösung unterstützt. Lediglich der Cinema Mode, der letztes Jahr mit dem iPhone 13 Pro eingeführt wurde, unterstützt jetzt eine Auflösung von 4K bei maximal 30 oder wahlweise kinoreifen 24 Bildern pro Sekunde. Jetzt kommen wir natürlich zum Unangenehmsten, nämlich die neuen Preise des iPhone Pro und des iPhone Pro Max. Auf der Keynote hat Apple zwar verkündet, dass die Preise im Vergleich zum Vorgänger identisch bleiben sollen, dies gilt jedoch nur für den amerikanischen Markt. Im Euroraum haben wir durchaus eine hohe Preissteigerung von 150 € zu verkraften. Grund dafür ist sicherlich die Inflation. Konkret bedeutet das, dass das iPhone 14 Pro bei 1.299 €
€ für 128 GB Speicher startet. Für 1429, also 130 € mehr, gibt es dann 256 GB Speicher und die teuerste Version mit 1 TB kostet satte 1949 €. Das iPhone 14 Pro Max ist in jeder Version noch einmal um 150 € teurer. Also das iPhone 14 Pro, so ist die Basisversion 128 GB mit 1449 €, die Version mit 256 GB bei 1579 € und die teuerste Version 1 TB 2099 €. Bei solchen Preisen kann man mittlerweile wirklich von einem Luxusprodukt sprechen, das Apple da anbietet. Die Smartphones werden ab dem 16. September verfügbar sein. Und das war's schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Informationen hier rausziehen. Wenn ja, gebt diesem Video ein Like, gebt diesem Kanal ein Abo, kostet nichts, ist alles umsonst. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.